125 Kubik. Das Ganze darf man in Deutschland fahren mit dem Autoführerschein, etwas Erfahrung und einer kleinen Fahrprüfung bei deiner Fahrschule. Das heißt, du wirst nicht offiziell geprüft, sondern man macht ein paar Fahrstunden auf dem Moped, macht ein bisschen Theorie und dann darf man 125er fahren und das Ganze. Ja, das gibt es jetzt in einer Version voll elektrisch mit 2 Batterien und einer Reichweite von weit über 100 Kilometern. SK3 von Horvin. Ich grüße dich ganz herzlich, Fabio. Hi. Hallo. Ja, du bist der Sohn von deinem Vater? Ich bin der Sohn von meinem Vater, das stimmt. Genau, das ist jetzt das 125 Kubik Äquivalent. Erstmal der Vater, da ist er. Da ist der Vater, hallo. Hallo, ich bin der Vater. Ja, man kennt mich ja von dem Verbrennerbereich. Und wir haben jetzt ein Ladenlokal mit Elektro, was mein Sohn übernimmt. Wo, in welchem Ort? In Bad Gassen, mein Geburtsort. Ja, da sind wir nämlich jetzt gerade. So, jetzt mal zu dir, Fabio. Du hast Elektriker, oder wie nenne ich das ganz genau? Elektroniker für Betriebstechnik, ganz genau. Elektroniker für Betriebstechnik hast du gelernt. Und da steht sie jetzt, die Horvin. Ich habe dich eben unterbrochen. Schieß los. Gar kein Thema. Zuerst der Papa, dann die Maschine. Beides Maschinen. Auf jeden Fall, das wäre das Äquivalent zu 125 Kubik bei den Verbrenner in der Klasse L3E. Bedeutet Geschwindigkeit bis 95 km/h. In dem Fall haben wir jetzt 2 Akkus. Man bekommt das Ganze auch mit einem Akku. Leistung bleibt genau identisch. Der einzige Unterschied ist dann die Reichweite. Die Reichweite, das ist ein großer, erwachsener Roller. Der hat einige Extras mit drin, die ganz praktisch sind. Was hat er denn für ein Bremssystem hier eingebaut? Das ist das CBS-Bremssystem, was man von ehemaligen Honda-Motoren bzw. von dem Hersteller kennt. Bedeutet, ich drücke die Bremse, vorne oder hinten, egal, und die andere Bremse bremst automatisch mit. Ist das schwer, sich daran zu gewöhnen? Oder? Nö, überhaupt nicht. Also eigentlich ist es nur von Vorteil, weil man gewöhnt sich sehr schnell dran, man bemerkt es nicht unbedingt, das ist nämlich eine Bremskraftverteilung, das bedeutet, wenn ich voll in die Eisen gehe, dann ist es natürlich gleichgestellt. Wenn ich jetzt zart bremse, dann bremst die andere auch wieder zart rum mit. Bremsverhältnis ist prozentual unterschiedlich. Das ist vorgeschrieben. Genau. Ja, Batterien, das große Thema. Zeig mir mal, was hier verbaut ist. Das ist, glaube ich, das Maximum verbaut hier. Ne? Hier ist jetzt das absolute Maximum verbaut. Genau, das sind 72 Volt, 36 Ampere-Stunden mal 2. Parallel geschaltet, bedeutet, sie laufen immer parallel. Man muss sie nicht umstecken, da ist ein Y-Stecker dazwischen. Und bekommt so eine Reichweite von ungefähr, realistisch gesehen, 140, 150 Kilometer. Auch wenn ich ein bisschen schneller fahre. Auch wenn ich ein bisschen schneller fahre, wenn ich ein bisschen schwerer bin, wenn ich ein bisschen größer bin. Wenn das Wetter ein bisschen schlechter ist, das passt. Ich kann aber nicht laden an einer ganz normalen Ladestation für Autos. Das geht noch nicht, oder? Das geht noch nicht, nee. Dafür sind die Stecker auch nicht ausgelegt und die Kabelstränge auch nicht. So, das heißt, ich lade hier ganz normal in einer 230 Volt Steckdose. Bei 2 Batterien, wie lange wird es dauern? Pro Batterie ungefähr von 0 auf 100, 4 bis 5 Stunden. Also 4 bis 5 Stunden. Über Nacht würde ich es immer voll kriegen, oder? Ja, genau. Das ist kein Problem. Steckst du abends an, ich kann es auf der Arbeit aufladen. Das Ganze kann man jetzt leasen. Das ist interessant. Man kann es vom Bruttolohn leasen. Das ist das Gleiche wie E-Bikes Leasing. Bedeutet, ich habe jetzt eine Steuerklasse, die ungünstig ist, zum Beispiel Steuerklasse 1 oder 5 oder was auch immer ich da habe. Und mein Arbeitgeber gibt mir quasi dieses Fahrzeug als Dienstfahrzeug und dann wird es vom Bruttolohn abgezogen. Das geht mittlerweile auch. Das geht mittlerweile auch, nennt sich Jobroller. Man kann eine Ersparnis erreichen von bis zu 46%. Und ja, man kann das im Prinzip so sehen wie ein Firmenwagen. Also das heißt, der Roller wird vom Bruttogehalt abgezogen. Meinetwegen, der hier der kostet um die 5, oder? Was kostet der? Ja, so um die 5,3. 5,3. So, das heißt, also ich bin bei einer Rate, auf 36 Monate ist es ja meistens, bei ca. 130, 140 Euro und das wird vom Bruttolohn abgezogen. Das heißt, netto zahle ich für den wesentlich weniger. Richtig, so ist das. Okay, verstanden. Also das geht auch noch. Das könnt ihr durchführen. Ja. Der hat per se ein großes Kennzeichen, oder? Der hat definitiv ein großes Kennzeichen, ist auch TÜV-pflichtig. So, das heißt, der muss jedes Jahr zum TÜV, oder? Alle 2 Jahre. Alle 2 Jahre. Das erste Mal gibt es ja auch die Regelung mit 3 Jahren, eigentlich wie beim Auto? Nee, das bleibt mal weg. Also LKWs, Busse und Motorräder immer noch 2 Jahre.
2 Jahre. Große LKWs 1 Jahr, was ja. Ja, genau. Aber die Erstprüfung meinst du jetzt, gell? Ja, ich habe das gemerkt, dass mein Bus ein Jahr überfällig war, weil ich auch von 3 Jahren ausgegangen bin. Ja. So, die Blinker sind schwarz, das heißt, die funktionieren nicht, das sind nur Dummies, oder? Das sind Dummies, da muss ich die Hand rausstrecken wie 1961. Ja, also schwarze Optik mit drin. Wenn du mal gerade blinkst für mich, sagen wir gerade so lieb. Wie kriegt man das Ding an eigentlich mit der Fernbedienung? Ein Keyless-System. Ja. Bedeutet, ich habe den Schlüssel in der Hand, drücke auf Zündschloss, dann klackt's, ein LED geht an, ich drehe das Ding rum und schon ist er an. Okay, also wie beim Auto. Schon. Diesmal rechts. So, das Coole ist, der hat auch ein Geräusch mit drin, dass man nicht vergisst, den Blinker abzuschalten. Ja, es ist sehr, sehr gefährlich. A, sind die geräuschlos. Das finde ich sehr gut, dass die Blinker mal blinken und ticken und tacken, damit die Leute auch merken, dass jemand auf der Straße ist. Gerade Fußgänger, die zwischen den Autos rausspringen, weil sie nichts hören. Oder halt beim Abbiegen ist das sehr, sehr gut, auch für den Fahrer. Warte, ich zeige euch das mal gerade. Also hier kommt ein richtiges lautes Geräusch raus. Hier vorne sieht man die 2 Batterien, das finde ich auch sehr praktisch. Gleichen die sich eigentlich aus von der Spannung her gegenseitig? Ja, genau, das machen die. Das bedeutet, wenn jetzt ein Akku leerer wird, übernimmt der andere. Übernimmt der andere. Das ist aber nicht so, dass die sich jetzt gegenseitig ausgleichen, während sie entsprechend angesteckt sind. Nee, die werden nicht die ganze Zeit die gleiche Kapazität behalten. Also wenn der eine 50 ist, ist der andere auch 50. Das ist jetzt in dem Fall, wenn man hier sieht, jetzt einfach nur gerade Zufall, der Ladungszustand. Aber während der Fahrt zuerst die eine, dann die andere. Okay, verstehe. Das Laden geht auch vollautomatisch oder muss ich die nachts umstecken? Das geht vollautomatisch, ja. Okay, also das heißt, ich lasse die dran, beide Akkus werden aufgeladen. Wartung, was ist denn hier zu beachten, wenn ich die auflade? Gibt es irgendwas Gutes, was Schlechtes, was ich machen kann bei den Akkus? Sollte ich die mit nach Hause nehmen zum Aufladen? Was ist, wenn es sehr kalt ist? Weil da kann ich zum Beispiel Lithium-Ionen-Technik schlecht aufladen. Richtig, also am besten ist es natürlich, wenn man jetzt eine geheizte Garage hätte, aber dieses Privileg hat leider nicht jeder. Man kann sie einfach dann rausnehmen. Okay, kann sie auch mit hochnehmen zum Richtig, Aufladen? man kann die abstecken hier, rausziehen, mit in die Wohnung nehmen, an die Steckdose und fertig. So, da ist jetzt wahrscheinlich irgendwo eine Sicherung drin, die ich vorher abziehe. Wie läuft das? Ja, genau, das ist, jetzt muss ich kurz selber, ja genau, der gelbe Knopf hier, bisschen runter und reindrücken, dann kann man den abziehen, den zweiten dann genauso. Mach mal bitte. Machen wir jetzt gerade mal. So, So, ist Gewicht ungefähr? Was wiegt so eine? ungefähr 19 Kilo ein. Mach mal bitte. Nimm mal gerade eine raus, dass man das mal sieht. Wir haben schon ein bisschen Gewichte hier, also mit einer Hand etwas länger halten wird schon schwieriger. Geht aber mit Es geht, 2 Händen. aber es geht auf jeden Fall. Ich hatte nämlich zuletzt eine große Batterie gesehen bei einer 125er, die war so schwer, die hatte Rollen mit dabei und dann Ja. frage ich mich immer, wie bringe ich die denn Treppen hoch? Das ist ja oft das Problem, ja. Und das ist hier kein Problem. Das ist hier kein Problem. Nee. Zur Not geht man zweimal, das kriegt man auch noch gerade so geregelt, aber es ist eigentlich kein Problem. Ich kann es auch mit einer Hand rausziehen, hängen lassen, Treppen hoch, fertig. Geht. Also, das geht. Man kann es ja wieder schön langsam rein, gar kein Problem. Man kriegt denselben Roller auch nur mit einer Batterie. Der wird dann wesentlich günstiger. Um die 1.000 Euro kostet so eine Batterie. Ja, so 1200 bis 1300 kostet eine. Wie lange hält die denn? Die ist jetzt angegeben mit 1000 Ladezyklen bis zu. Natürlich ist es jetzt so, dass je nachdem, wie man lädt ja nicht immer von 0 bis 100, deswegen wird die auch deutlich länger halten. Okay, das bedeutet, wenn ich jetzt zwischendurch die mal kurz anstecke, das ist kein Ladezyklus. Das in ist dem kein Sinne. kompletter Ladezyklus. Ne? Und es geht um komplette Ladezyklen. Von 0 bis 100, genau. Du sagst, man soll sie nicht ganz leer fahren. Nee, das sollte man generell nicht, sollte man beim Handy auch nicht machen. Darunter leidet definitiv die Kapazität mit den Jahren. Wenn das jetzt mal passiert oder das macht man einmal die Woche, dann ist das jetzt auch nichts Tragisches. Nichts Schlimmes. Nee, absolut. Also, ich fahre denn. Das Coole ist, wenn du gerade nochmal zumachst und das ansteckst nochmal, dass wir das sehen. Es gibt ein längeres und ein kürzeres oder sind die gleich lang, die Die Kabel? sind unterschiedlich lang. Okay. So, eingesteckt. So. So, dann bin ich jetzt angeschaltet. Jetzt habe ich verschiedene Fahrstufen, 1, 2 und 3. Was heißt das? Das ist sowas wie Gänge, könnte man sagen. Und zwar in der Fahrstufe 1 ist die Drehmomentkurve abgeflacht. Das bedeutet, er fährt sanfter an. Fährt auch mit einer Maximalgeschwindigkeit von ungefähr 35 km/h. Bedeutet für den vollen Stadtbetrieb absolut ausreichend, spart man Akku. In Stufe 2 geht die Drehmomentkurve auch nach oben. Und die Geschwindigkeit beträgt dann so zwischen 50 und 60, ja, so 60 um den Dreh. Und in der Fahrstufe 3 gibt er dann Vollgas, volle Power bis 95 km/h. Ich kann auch mit Fahrstufe 3 anfahren. Das geht auch. Das geht auch, durchaus. Okay, weil du nämlich sagst Gänge, also im Prinzip ist das. Oh ja, krass. Bitte mal machen.
also die Leistung ist enorm. Wie gesagt, hier am dritten Gang, direkt voll Power, gewöhnungsbedürftig, da sollte man schon ein bisschen sich nach vorne beugen und festhalten. Deswegen, wie mein Sohn eben sagt, im ersten Gang, da kann man schon leicht angehen. Aber Es gibt was ganz Interessantes. Der hier hat Kettenantrieb, das heißt Mittelmotor mit Kettenantrieb, hat einen riesen Vorteil. Sie ist laut, du wirst gehört. Das heißt, du hast noch einen Sound mit dabei und das ist in der Praxis, kann das Leben retten. Das heißt, man hört dich auch. ja, genau, das ist, bis das alles mal Gewohnheitssache wird im Prinzip. Man hört diesen Abrieb von der Kette. Ich finde sowieso noch gut, viele Motorradfahrer schätzen das auch, weil Mittelmotor, der Tiefpunkt ist anders gelegen. Also das Fahrverhalten ist wirklich wie so ein Benziner geworden dann. Plus die Kette, der Antrieb. Also ist schon ein schönes Gefühl, muss ich sagen, ehrlich. Es gibt nämlich auch einen Hecknamenmotor. Der Vorteil ist natürlich an der Kette, du kannst eine Übersetzung damit realisieren und hast dann noch mehr Drehmoment hinten auf dem Reifen. Ja, wie gesagt, bei Benziner machst du eine andere Kette drauf oder eine Ritzel, dann entweder geht der Anzug weg oder die Endgeschwindigkeit. Bei dem durch die Kraft, wo das Ding hat, wenn ich die Übersetzung ein bisschen dann weiter nach hinten, ist der Anzug ja immer noch enorm und die Geschwindigkeit erhöht sich dadurch. Ja. So, also nicht, dass die Leute denken, es ist jetzt immer sehr laut. Du warst gerade eben auf maximaler Drehzahl und wenn du dich mal gerade draufsetzt und mal ein bisschen anfährst, bei kleinen Geschwindigkeiten hört man auch nichts, muss man sagen, oder? Erste Gang rein und fahr ein paar Meter an. Also ist schon, man hört jetzt mehr die Rutschkupplung im Prinzip als die Kette. Ja. Und dann halt die Bremsen, weil der Ach so, es hat eine Rutschkupplung, damit nicht das volle Drehmoment auf die Kette geht. hörst du vorne ein bisschen. Ne, also weil es Hat ist er so viel Power, damit die Teile geschont werden? richtig, weil sonst lenkt sich die Kette zu schnell. Ne? Das ist ja immer das Problem und deswegen wird es so ein bisschen dann abgestuft und dann irgendwann kommt der Dreifender, das in Bewegung ist alles. Okay, verstehe. Habe ich noch nie gesehen mit der Kette, aber es hat natürlich einen riesen Vorteil. Das Fahrverhalten, dann auch das Gewicht ist nicht hinten auf dem Rad, sondern es ist zentriert in der Mitte, mittig, da wo es hin soll. Es liegt wie ein Brett auf der Straße. Richtig. Ich meine, wir reden hier von knapp 200 Newtonmeter auf einem Reifen. Das ist, oder auf einer Felge, das ist schon enorm bei der Gewichtsklasse von ungefähr 100 Kilo. Also da muss ja schon ein bisschen technisch was dahinter stecken. Du sagst, das Ding macht Spaß im Alltag? Das macht auf jeden Fall Spaß, ja. Also es hat mehr Leistung als so manche 250er beim Anfahren, oder? Warum? Kann ich auch sagen, es gibt hier ein Motorradsystem, da kommt das System eigentlich her. Es gibt auch eine Crossmaschine. So, und deswegen ist es halt mit der Kette hier durch den Drehmoment gut verlagert und übermittelt auch. Also ich finde das ganz cool. Und es ist richtig ein Motorradgefühl da durch die Kette. Es ist ein ganz anderes Gefühl als wie beim Roller, muss ich auch sagen. Ist sie schon da? Kommt die bald? Die kommt bald. Also sehr, sehr gute Technik, also ganz, ganz hochwertige Maschinen. Und es gibt auch eine Crossmaschine dann mit weit über 250 Newtonmeter. Also richtig was Gutes. Okay, verstehe. Ja, gut, das Ganze, es kostet ein bisschen was. Diese typischen Marken, die man kennt, zum Beispiel Honda, Yamaha und so weiter, ich denke, die werden auch bald kommen mit eigenen Entwicklungen. Aber es gibt einen riesen Markt in Asien. Ihr arbeitet zusammen mit einem großen Importeur. Und der hat Horwin ins Leben gerufen. Ich glaube, es würde nichts bringen, du würdest die direkt aus China importieren, hättest dann das Problem, du wärst selbst der Inverkehrbringer, hättest die Ersatzteilproblematik und so weiter. Ich glaube, der macht das, glaube ich, für ganz viele Händler. Ihr seid ein ganz großer da von dem. Wir sind ein großer von denen, also die Firma Horwing selbst aus Österreich, die betreiben das, man muss ja auch eine Ersatzteilversorgung haben. Also es ist schon enorm, was da hinten dran steckt, bis die hier bei uns im Laden stehen. Und ich muss sagen, die Firma Horwin ist eine coole Truppe. Die sind schnell, agil, werbetechnisch sind sie dabei und vor allen Dingen, die haben auf der Messe in Mailand so viele schon Studien gezeigt, die auf uns zukommen. Das ist enorm und ich sage immer, das ist der Tesla unter den Rollern. Ich muss dabei sagen, die arbeiten auch viel mit Tesla und die tauschen nicht die Technik mittlerweile untereinander aus. Das ist nachgewiesen. Ne? Gut, Full LED. Rundum LED, genau. Wenn du mal gerade blinkst. Ja, die Blinker an der Seite, natürlich auch wieder, so. Ist natürlich optimal, um auch seitlich gesehen zu werden. Vorne wird man gesehen, seitlich, das ist schon sehr praktisch. So, jetzt gehe ich hin, ich lege mich oder das Ding fällt um, weil es einer umtritt. Gibt ja böse Menschen. Krieg ich das Seitenteil zum Beispiel, ja. Ist es schon direkt lackiert dann? Ja, das ist direkt lackiert. Das bekommt man auch dann bei uns. Wir können das dann anfordern. Das ist alles gar kein Problem. Alles, was man an dem Roller sieht, ob das jetzt die Sitzbank wäre oder der Spiegel, der Griff, die Seitenverkleidung. Sollte was zu Bruch gehen, können wir es dann wieder besorgen. So, hinten habe ich Platz für 2 Personen. Wie funktioniert das?
wenn jetzt zwei Personen drauf sitzen? Genau, da haben wir hier die Fußraste für den Sozius. Einmal reindrücken und dann schnappt er schon raus. So, ihr dürft euch mal beide draufsetzen, dass man mal sieht. Das ist ja jetzt der große, der SK3. Du bist 1,80 Meter, glaube ich. Papa ist 1,80 Meter, der Sohn ist 1,92 Meter. Und da sieht man also schon die Maße. Großer Roller. Ah, das geht problemlos, oder? Wie sieht es denn aus jetzt in Italien? Du bist ja Ursprungsitaliener. Ich glaube, Eltern kommen aus Italien. Ja, genau. Aus Kalabrien. Sind da mittlerweile Elektroroller im Einsatz? Das Italiener sind immer noch total auf Piaggio. Zweitakter. Ja, Piaggio und Zweitakt. Yamaha sieht man sehr oft da hinten. Also sind Aerox. ganz bewusst. Ja, aber mittlerweile ist so, Piaggio stellt ja auch Elektromotoren hin, was die meisten nicht wissen. Das ist nicht ihr eigener Motor. Natürlich, die kaufen zu wie viele, weil die wollen den Markt beobachten. Aber in Italien habe ich ganz, ganz, ganz selten einen Elektroroller gesehen. Ja, in Deutschland dafür umso mehr. Also fast das Elektroland wie da ist, SK3. Hier steht er, am besten mal Probe fahren. Kann man den Probe fahren bei euch? Also wenn man unbedingt möchte? Ja, wir sind dabei jetzt, wenn alles hier mal gerade in Bahn mal läuft, werden wir auch 3 Vorführgeräte da haben, 50er, 125, auch ein Motorrad, und die werden dann dementsprechend auch dann für Probefahrten ausgeliehen. Weil die Leute wollen ja doch wissen, wie ist der Anzug, was ist zu machen. Kette und so weiter, Bremsbeläge, das ist alles Standard, kriege ich das? Ja, alles Standard ist für uns seit 20-jähriger Erfahrung alles, ich sag's mal saarländisch, mal Pillepalle. Aber die haben jetzt keine extra Kette entwickelt mit einem eigenen Kettenmaß, damit ich auch ja nicht irgendwas machen kann. Mischbereifung hier bei dem Fall? Bei dem ist genauso auch dieses Vakuumsystem. Ganz einfach, die haben hier ein Vakuumsystem drin, die haben eine kleine Luftkammer hier vorne. Also wir sagen es mal Luftvakuum, es ist ein Vollgummireifen. Vollgummi. Vollgummi, und im unteren Bereich ist Luft drin. Deswegen hat auch ein Ventil. Und in dem Moment sind sie pannensicher. Der Nagel müsste 5 cm und länger rein, bis er mal die Luftkammer treffen. Das ist sehr unwahrscheinlich. Und die Mischung, die Legierung ist so super gemacht worden, dass die doppelte Lebensdauer hat als normaler Reifen. Das heißt, der hält lange. Was ist eine Lebensdauer? Ich meine, hier habe ich ja richtig Drehmoment. Also bei normalen 125er oder 50er sagt man, zwischen 3.000 und 5.000 Kilometer ist der durch, und hier kann man schon mindestens 30-40% drauflegen, ja. Und vor allen Dingen der Grip ist enorm, und auch in Regenbereifung, in der Regenphase, durch die Regenprofilrillen hier sieht man so schön, wo das Wasser verdrängt wird außerhalb. Also durch die Tests und die Werte, die wir auch mal durchgelesen haben und die Firma Horn selbst macht, also schon phänomenal. Name von dem Reifen? Das System heißt wie? Das ist ein Vakuumsystem, so nennt sich das. Vakuum. Vakuumreifen, übersetzt natürlich dann auf Deutsche, würde man sagen, wir werden sagen Vollgummireifen mit am Schluss eine kleine Luftkammer. Und automatisch ist es ganz, ganz wichtig, da erhöht sich noch einmal die Federung, das heißt Bequemlichkeit ist noch mal gestiegen, obwohl er hier jetzt 4 Federbeine hat und alles. Durch die Luftkammer erhöht sich noch einmal diese schöne Dämpfwirkung. Ich gucke mal rein. Also 5.390 €, das ist der Fachhandelspreis, heute Anfang März 2023. Aber bedenkt bitte, man kann das hier als Jobroller zulassen. Dann gibt es noch eine Prämie, die THG-Prämie, die beträgt 360 €, bis zu 360 € im Moment pro Jahr. Und die kriege ich auch noch dabei für die nächsten 5 Jahre, sagst du? Das heißt, wenn man hochrechnen tut, man kriegt 3 Jahre Leasingvertrag, man rechnet 40% von der Leasingsrate ab, da bezahlt der Endkunde praktisch. Das muss aber nicht so sein. Das heißt, die 40% ist, wenn ich viele Steuern zahle. Wenn ich natürlich Steuerklasse 3 bin, zahle keine Steuern, dann geht es nicht. Immer noch ein Vorteil, und dann hat man 5 Jahre lang diese THG-Prämie bis zu 360 €. Macht auch schon was. Also wenn ich das Ganze leasen möchte, das kann ich über den Arbeitgeber machen. Dazu wird auch ein Rahmenvertrag abgeschlossen beim Arbeitgeber? Mit dem Arbeitgeber wird ein Vertrag abgeschlossen, das heißt, der Leasingnehmer ist eigentlich der Arbeitgeber. Aber Menschen, die auch eine selbstständige Tätigkeit nachgehen, können das auch machen. Also die müssen nicht einen Arbeitgeber. Ein Handwerker zum Beispiel. Genau, wenn er ein Handwerker ist, sagst du, ich möchte jetzt mir selbst einen kaufen und machen, kann das auch machen. Kann das auch machen. So, verstanden. Wir sind nicht in Buß. Also du bist ja bekannt aus Buß. Den Bußerladen gibt es immer noch. Den gibt es immer noch, er wird noch erweitert mit neuen Modellen und so weiter und so fort. Wir sind hier in Wattgassen. So, du hast nämlich Folgendes gemacht. Alles, was Elektro ist, ist jetzt in Wattgassen. Alles, was Verbrenner ist, das heißt 50er, 125er Verbrenner, ist in Buß, im EKC. Und in Wattgassen bist du auf der Hauptstraße, die wird jeder kennen, der natürlich hier in dem Bereich Saarlouis unterwegs ist, auf der Hauptstraße, nämlich der Lindenstraße 25a in Wattgassen. Das Ganze macht jetzt sein Sohn. Und du hast es gut überlegt eigentlich.
Du hast eine Werkstatt hier hinten schon eingerichtet, hast das Ganze mit aufgezogen. Das war jetzt eine Riesenaktion, das hier aus dem Boden zu hauen. Wie lange wart ihr dran, Renovierung und Co.? Also insgesamt 4 Wochen am Stück, Wochenenden, alles dabei. Und ja, es war schon viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Es riecht auch neu hier. Ja, noch. es riecht Das noch ist sehr so. neu, ja. Ja, heute ist Montag, wie viel haben wir heute? Der 6. Der 6. März 2023. Samstag war Neueröffnung, heute bin ich da. Die Horwin SK3, die gibt es jetzt im Saarland in Wattgassen. Danke fürs Einschalten. Tschüss.